Um Holzmöbel im Innen- und Außenbereich zu lasieren, empfehlen wir die lösemittelfreie Aqua-Holzlasur von Auro. Die Aqualasuren lassen sich nicht nur optimal auf Holzoberflächen verarbeiten, sie sind dazu noch geruchsneutral sowie AGBB geprüft, dem Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung. Für Spielzeuge sind die Aqualasuren unbedenklich. Sie sind auf Speichel- und Schweißechtheit und für die Spielzeugbehandlung geprüft. Auch sind die Lasuren vegan, da sie aus pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen bestehen. Mit einer Farbpalette von 19 verschiedenen Tönen bietet die Lasur eine große Farbauswahl und alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Um sich inspirieren zu lassen, schauen Sie auch in unsere Holzlasuren-Farbkarte und mischen Sie sich Ihren Wunschton individuell an. Für einen komplett neuen Anstrich gehen Sie wie folgt vor. Bearbeiten Sie das Holz mit einem Sandpapier einer 220er Körnung. Schmirgeln Sie dabei immer in die Richtung der Holzmaserung. Bürsten oder saugen Sie anschließend den Holzstaub von Ihrem Möbelstück. Geben Sie für die Grundierung nun 20% Wasser zur Aqualasur und streichen Sie die Oberfläche gleichmäßig ein. Nach der Trocknung erfolgt der erste Farbauftrag. Hier haben Sie freie Wahl zwischen dem Pinseln, dem Rollen oder dem Spritzverfahren. Wichtig ist nur, dass Sie die Farbe vorab gut umrühren und in Richtung der Holzmaserung auftragen. So erzielen Sie eine gleichmäßige Oberfläche. Die erste Farbschicht wird nach der Trocknung wieder mit einem 220er Sandpapier zwischengeschliffen. Dies ist besonders für Außenmöbel wichtig. Dadurch bietet die Oberfläche einen besseren Schutz. Beim zweiten Farbauftrag arbeiten Sie zügig und achten darauf, Nasen zu vermeiden. Um Ihre Holzmöbel optimal wind- und wetterfest zu machen, lasieren Sie 3-mal. Wenn bereits lasierte Stellen aufgefrischt werden, ist es wichtig, dass der Untergrund wieder angeschliffen und gründlich gereinigt wird. Danach erfolgt der Farbauftrag auf die auszubessernden Stellen. Die Fugen werden dabei sorgfältig ausgestrichen, damit keine übermäßigen Farbablagerungen entstehen. Arbeiten Sie auch hier wieder in Richtung der Holzfaser und achten darauf, dass die Lasur gleichmäßig verarbeitet wird. Sobald die Holzlasur getrocknet ist, sind Sie mit dem Anstrich auch schon fertig. Die Flächen zeigen sich in schöner, seidenmatter Optik. Haben Sie keinerlei Bedenken bei der Reinigung Ihrer Werkzeuge. Diese lassen sich mühelos mit Wasser und der Auro-Pflanzenseife von Farbresten befreien. Geben Sie dazu einfach einen Teil der Pflanzenseife in das Wasser und Ihre Arbeitsmittel erstrahlen im neuen Glanz und das ganz natürlich. Die Auro Aqualasuren sind komplett kompostierbar und lassen sich problemlos im Hausmüll entsorgen. Schöner und gesünder wohnen und leben mit Auro.